Wir waren auf der Kap Verde, eine Inselgruppe im Atlantik, Badeferien mit Kollegen. Und das Meer hatte einen schönen Wellengang, starke Strömung gegen raus. Und ich habe 2 Buben, 7 und 9, und denen gezeigt, wie man eigentlich unter den Wellen durchtaucht, ein bisschen schneller. Und dann zeigt ihnen auch, dass wenn man ein bisschen grösser ist, dass es noch ein bisschen besser geht, wenn man durch die Wellen durchkumpelt. Nehmen einen Anlauf am Strand, kumpen in die Wellen rein mit einer Hechtrolle. Und hinter der Welle war leider eine Sandbank. Und ich springe halt Kopf voran in die Sandbank hinein. Ja, das ist das Resultat. Ich bin eigentlich aufgeprallt, ich habe es gehört knacken und habe eigentlich gedacht, ja, das ist auch schon passiert. Ich wollte aufstehen sofort und habe nur noch meine Beine gesehen, floaten im Wasser herumtreiben. Ich bin sicher so 15, 20 Sekunden herumgetrieben im Wasser, konnte mit einem Arm mich kehren und zum Glück ist dann einer von diesen 12 gerade in der Nähe gewesen und nimmt mich langsam zum Wasser aus zum Glück und bin dann an Luft gekommen und habe ihm aber sofort gesagt, hey, ich merke meine Beine nicht. Wenn du so 15, 20 Sekunden umeinander treibst, irgendwann kommt dir der Gedanke vom fast Vertrinken. Oder? Weil ich meine, ich habe relativ viel Wasser verwünscht und das war ja gerade in dieser Zone, wo die Wellen brechen. Also hast du dort auch aufgewirbelten Sand. Also wir haben am Schluss auf dem MRI Sand gesehen, auf den Röntgenbildern. Also ich hatte die Lungen also ziemlich voll mit Meerwasser und eben Sand. Und dort bin ich ein bisschen in Panik hineingekommen, ein Moment, aber ich musste nachher auch irgendwo dann mich fokussieren und sagen, ja, nein, nimm dich zusammen. Nachher war mein grosser Vorteil, mein grosses Glück im Unglück, dass einer von diesen 12 ein gelernter Feuerwehrmann ist. Und der hat dann eigentlich den Lead übernommen. Und als das erste Krankenweg angefahren ist, sind sie natürlich mit so einer Bambusbahre springen gekommen. Und er hat dann dort sofort interveniert und hat gesagt, nein, ich brauche einen Herzschalen, ich brauche einen Halskrause, wir müssen den stabilisieren. Da bin ich wirklich gottenfroh, dass der dabei war. Und der hat nachher auch mit dem Krankenwagen in die Klinik, weil da hat es überall so Strassenberuhigungsschwellen drin gehabt. Und die wollten natürlich mit Blaulicht in die Klinik fahren. Und er hat gesagt, nein, wir brauchen kein Blaulicht, wir brauchen Maximum 30 Stundenkilometer. Und dann sind die mit mir ganz langsam über die Schwelle in die Klinik gefahren. Dort war eine portugiesische Ärztin und wirklich ein toller Mensch. Die hat mich wirklich praktisch bis der Ega gekommen ist, mich geholt, hat mich betreut. Also wirklich auch psychisch sehr gut geschaut zu mir, mich motiviert. Und es ist schon noch zäh, wenn du so liegst, ein paar Stunden und gehen dir viele Gedanken durch den Kopf. Der Zeitpunkt vom Unfall bis zum Landen, zum Zeitpunkt vom Landen in Zürich, waren es 14 Stunden. Und das ist natürlich extrem schnell. Das ist fantastisch, was der Ega da geleistet hat. Oder? Ich wollte eigentlich nicht irgendwo mich selber da schon belügen oder wirklich die Situation offen ins Auge schauen in dem Sinn. Und da machst du dir bereits Gedanken, wenn du irgendwo halt im Flieger drin bist oder was kommt, was läuft. Musst halt einfach sagen, gerade von Anfang an positiv sein schon. Und auch von der Operation, klar ist ist eine gewisse Angst dahinter. Aber es sind professionelle Leute an der Arbeit und du musst halt einfach ein Stück weit das Vertrauen haben in das Ganze. Und es kommt auch gut, wenn man daran glaubt, oder? Denke ich. Unheimlich dankbar. Auch nur schon mit der Situation, dass ich da sein darf. Einen besseren Ort gibt es wahrscheinlich nie in Europa oder vielleicht weltweit sogar. Wenn ich sehe, was da alles einem zur Verfügung gestellt wird, das ist fantastisch. Also, das ist unglaublich. Ich bin jeden Tag wieder auf Neuestes überrascht. Die denken da alles. Das ist wirklich unglaublich, was man da geniessen darf. Ich mache schon mir Gedanken. Also klar, eben, sicher mal Selbstständigkeit ist sicher ein grosses Ziel. Dann sogar Autofahren wäre natürlich schön. Arbeitstechnisch bin ich eigentlich auch recht gut bedient mit meinem Arbeitgeber.
Ich arbeite 25 Jahre für die gleiche Firma, wo ich auch die Lehre schon gemacht habe. Und von dort her gibt es dort viele Möglichkeiten, die ich beanspruchen darf, auch nachher. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze rauskommt und dann schauen wir weiter, Schritt für Schritt.